Hallo zusammen. Heute schauen wir uns an, warum man an Cineobjektiven das Auflagemaß prüfen und wenn nötig justieren sollte. In diesem ersten Video sprechen wir kurz darüber, was das Auflagemaß eigentlich ist und warum es unbedingt richtig eingestellt sein sollte. Danach prüfen und korrigieren wir das Auflagemaß einer Festbrennweite. In einem weiteren Video werden wir uns demnächst noch damit beschäftigen, welche Unterschiede es bei Zoom-Objektiven gibt, beziehungsweise welche zusätzlichen Aspekte da eine Rolle spielen. Schauen wir uns kurz an, was das Auflagemaß ist. Das Auflagemaß oder englisch Backfocus bezeichnet den Abstand zwischen der Auflagefläche des Objektivs und der Sensorebene bzw. Filmebene der Kamera. Wenn dieser Abstand nicht passt, können diverse Probleme auftreten. Die Schärfeskala des Objektivs stimmt nicht mit dem tatsächlichen Schärfeabstand überein, eventuell kann nicht auf unendlich scharf gestellt werden. Außerdem verhalten Zoom-Objektive sich womöglich nicht mehr parfokal. Spielen wir nun einmal das Prüfen und Justieren des Auflagemaßes an Festbrennweiten durch. Bei Zoom-Objektiven gehen wir etwas anders vor, darum wird es dazu demnächst ein eigenes Video geben. Ich verwende als Beispielobjektiv das Laowa Nanomorph LF 85 mm. An diesem Objektiv können wir beide üblichen Varianten der Einstellung zeigen. Neben dem Objektiv brauchen wir eine digitale Kamera. Ich verwende die Blackmagic Design Pixis 6K PL. Außerdem brauchen wir passendes Werkzeug. Bei den Laowa Nanomorph LF wird das mitgeliefert. Darüber hinaus ein Maßband, ein Stativ und ein kontrastreiches Motiv. Hierfür wird gerne der sogenannte Siemens-Stern verwendet. Ein großer Monitor kann ebenfalls hilfreich sein. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um in der Anleitung oder auf der Herstellerwebseite nachzusehen, ob es Informationen zum Einstellen des jeweiligen Objektivs gibt. Der ganze Vorgang sollte in einem möglichst staubfreien Raum stattfinden. Zur Vorbereitung hängen wir unseren Siemens-Stern an eine Wand oder befestigen ihn anderweitig stabil. Dann stellen wir unsere Kamera auf dem Stativ in einer Entfernung auf, die auf der Skala des Objektivs angegeben ist. Wichtig, wir messen dabei nicht vom vorderen Element des Objektivs oder vom Bajonett aus, sondern von der Sensorebene aus. Diese ist auf dem Gehäuse der Kamera mit folgendem Symbol markiert. Zum Schluss öffnen wir die Blende komplett, um eine möglichst geringe Tiefenschärfe zu erhalten und stellen auf den Siemens-Stern scharf. Passt der angezeigte Abstand auf der Schärfeskala zum tatsächlichen Abstand? Dann ist das Auflagemaß korrekt und wir können den Vorgang hier beenden. Wenn die Werte nicht übereinstimmen, müssen wir nachjustieren. Dafür verwenden wir entweder Unterlegscheiben, die sogenannten Shims. An manchen Objektiven lässt sich das Auflagemaß aber auch durch einen drehbaren Ring mechanisch justieren. Am Laowa Nanomorph LF haben wir so einen Ring für die Einstellung des Auflagemaß. Ich kann aber auch die Einstellung mit Shims veranschaulichen. Ich fange mit den Shims an, das ist bei Cineobjektiven die häufigere Variante. Als erstes vergleichen wir den gemessenen Abstand mit dem Wert, den die Skala anzeigt. Wenn der Wert, den die Schärfeskala anzeigt, geringer ist als der tatsächliche Abstand, müssen wir Shims hinzufügen. Wenn der angezeigte Wert größer ist als der gemessene Abstand, müssen wir Shims entfernen. Manche Objektivhersteller bieten hierzu Informationen auf der Website oder in der Anleitung, an denen man sich orientieren kann. Wenn das nicht so ist, hilft nur ausprobieren. Zum Anpassen der Shims schrauben wir das Bajonett des Objektivs ab. Darunter kommen normalerweise bereits Shims zum Vorschein, die während der Kalibrierung beim Hersteller eingelegt wurden. Gemäß unserer Faustregel fügen wir nun Shims hinzu oder entfernen sie. Auf den Shims ist normalerweise die jeweilige Dicke in Millimeter notiert. Danach schrauben wir das Bajonett wieder an und führen eine weitere Prüfung durch. Diesen Kreislauf aus Prüfen und Justieren des Auflagemaßes wiederholen wir, bis wir mit dem Ergebnis zufrieden sind. Deutlich einfacher und angenehmer gestaltet sich dieser Vorgang, wenn das Objektiv einen Einstellmechanismus für das Auflagemaß hat. Beim Laowa Nanomorph LF habe ich zum Beispiel einen entsperrbaren Drehring, mit dem ich das Auflagemaß anpassen kann.
Da wir dafür das Bajonett nicht entfernen müssen, können wir das Objektiv auf der Kamera lassen und den Prozess allgemein etwas bequemer gestalten. Die Vorbereitung läuft genau wie bei der Anpassung mit Shims, aber statt auf den Siemens-Stern scharf zu stellen, stellen wir das Objektiv so ein, dass der Wert auf der Schärfeskala zum realen Abstand passt. Dann entsperren wir den Ring für das Auflagemaß und stellen damit das Bild so scharf wie möglich. Beim Nanomorph LF muss ich dafür 3 Madenschrauben lockern. Zum Justieren gibt es einen hilfreichen Griff, den Laowa mitliefert. Wenn wir mit der Schärfe zufrieden sind, sperren wir den Ring wieder. Ich prüfe danach gerne die Schärfe nochmal mit einem anderen Abstand. Wir haben uns angesehen, was das Auflagemaß bei Objektiven ist, welche Probleme entstehen können, wenn es falsch eingestellt ist und wie wir es bei Festbrennweiten richtig einstellen können. Demnächst werden wir uns in einem weiteren Video anschauen, worauf wir achten müssen, wenn wir das Auflagemaß bei Zoom-Objektiven einstellen wollen. Bis dahin, professionellen Feierabend. No, dude,